Okay, ich komme mal noch zu einer nächsten Frage, die per Mail gekommen ist. Wir haben da noch einige. Ähm, Hier ganz sehr irdisch. Jemand hat eine heftige Zahnbehandlung und ob du etwas weißt über den Zusammenhang von Zähnen und äh, ja, ob das mit Themen zusammenhängt, die noch nicht erledigt sind oder so. Mhm. Also, ich finde das hilfreich, wenn man sich schon fragt, welche Glaubenssätze oder Gefühle hinter so körperlichen Themen stehen. Manchmal sind es zwar auch nur unsere ähm, physischen Gewohnheiten, die dann zu etwas führen, aber auch diese Gewohnheiten haben ja irgendwelche Gedanken hinten dran. Und darum denke ich mir schon, dass was wir körperlich haben, dass das auf irgendeiner Ebene immer einen gewissen Zusammenhang hat zwischen gewissen Gedanken oder Gefühlen oder beidem. Und ja, ich finde es schwierig von außen zu sagen, es hat immer mit dem und dem zu tun, weil es ja manchmal sehr verschieden ist, je nach Mensch. Und wenn man aber mit seinem Gefühl zu diesem Thema geht, dann kann man es schon wahrnehmen, mit was das zu tun hat. Also vom Gedanklichen her und vom Emotionalen. Okay, und noch eine Frage. Ähm, Bei der Meditation machen wir ja immer die Übung, uns mit dem Herzen der Erde zu verbinden. Und es geht eigentlich immer durch die Füße. Und jemand fragt, wenn man jetzt im Schneidersitz sitzt zur Meditation, ob es dann nicht einfacher wäre, einfach durchs Sakralchakra sich mit der Erde zu verbinden oder ob das einen Unterschied macht, ob man über die Füße geht oder durchs Sakralchakra. Nein, also ähm, man kann durch die Füße, man muss aber nicht. Also das Entscheidende ist einfach, dass wir von unserem Energiesystem her diese Verbindung in die Erde verstärken. Und das können wir halt auch über unsere Aufmerksamkeit und dass wir uns das so als Bild auch vorstellen. Aber ob das jetzt bei den Füßen anfängt, ähm, oder bei den Knien oder vom Steißbein her, das ist wie gar nicht so entscheidend aus meiner Sicht. Ja, aber dann werden wir das in den nächsten Meditationen vielleicht berücksichtigen, weil ja, wenn man dann so sitzt und dann heißt, man soll durch die Füße gehen, Mm. kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen dann zu Unsicherheiten führt. Danke für den Hinweis. Machen wir. Ähm, eine Frage zu künstlicher Befruchtung kam hier auch und was der Unterschied bei künstlicher Befruchtung ähm, ist und ob dann die Bindung von Mutter zu Kind die gleiche ist und was für einen Unterschied es für das Kind macht und ob die Seele des Kindes sich das so ausgesucht hat. Also ich gehe schon davon aus, dass die Seele sich das aussucht, weil die Seele sich vor der Inkarnation anschaut, wo inkarniere ich, was sind da meine Umstände. Von dem her gehe ich davon aus, dass die Seele das weiß und was das dann auf der Erde für einen Einfluss hat auf das Kind und auf die Verbindung zwischen dem Kind und der Mutter. Das kann ich wie nicht vollständig sagen. Also damit habe ich mich viel zu wenig beschäftigt. Ich gehe aber davon aus, ähm, dass die Verbindung theoretisch genauso gut sein kann,
wie wenn es normal wäre. Aber am Ende kommt es ja immer darauf an, wie ist die Mutter und wie ist das Kind. Und auch wenn Kinder normal entstehen, dann haben sie ja nicht immer zu 100% ähm, den gleichen Bezug zur Mutter, wenn man jetzt 100 Kinder vergleichen würde. Also von dem her kommen da sicher noch andere Dinge mit dazu. Aber das Entscheidende ist ja die Liebe zwischen dem Kind und der Mutter. Hier noch eine Frage aus dem Chat, ob du noch was zum Resonanzfeld sagen kannst, dass ja alle, die hier in der Gruppe sind, eine Resonanz zu dir haben und sie möchte gerne wissen, sie möchte gerne ihr Resonanzfeld ändern, um ein anderes Arbeitsumfeld finden zu können. Also unsere Resonanz besteht ja aus mehreren Ebenen. Das ist ja zum einen unser Tagesbewusstsein, also die ganzen ähm, Glaubenssätze und Gedanken und Gefühle, die wir in unserem Tagesbewusstsein haben. Und es besteht auch aus unserem Unterbewusstsein und all dem, was wir dort haben. Aber unser Unterbewusstsein ist halt unser Unterbewusstsein. Wir wissen nicht so genau, was wir da drin haben. Außer uns wird es mit der Zeit bewusst. Ähm, Wobei man auch gewisse Dinge energetisch lösen kann. Aber ja. Ähm, und eigentlich ist ja das, was wir dann in unser Leben ziehen, das sind nicht einfach nur die Gedanken, die wir haben, sondern das sind unsere Gefühle und das sind die Glaubenssätze, die wirklich mit einem Gefühl verbunden sind, von denen wir wirklich überzeugt sind emotional. Darum haben unsere Gefühle und die Glaubenssätze, die auch emotional aufgeladen sind, viel mehr Wirkung als ein paar Gedanken, die wir einfach so mal denken. Und wenn wir unsere Resonanz verändern wollen, dann geht es im ersten Schritt wie darum, dass wir schauen, was haben wir für Gedanken und Gefühle in uns. Also nicht nur so gegenüber gewissen einzelnen Dingen, sondern was ist unsere Grundenergie? Was ist zum Beispiel unsere ähm, gedankliche und emotionale Einstellung dem Leben gegenüber oder uns selbst gegenüber? Weil diese Einstellungen uns selbst und dem Leben gegenüber, die machen ja unser Lebensgefühl. Und das hat ja eine große Wirkung darauf, auf was wir in unser Leben ziehen. Und wir haben da schon unbewusste Ebenen, aber wenn wir einfach bei dem anfangen, was uns bewusst ist, dann wird uns meistens mit der Zeit auch gewisse Dinge aus dem Unterbewusstsein ähm, bewusst, wenn es irgendwie an der Zeit ist und nötig ist. Ja, danke. Aber Gedanken und Gefühle sind ja immer miteinander verbunden. Und also ich habe völlig andere Gefühle, wenn ich sag, oh Mensch, ist es ein scheiß Wetter oder so. Oder wenn ich sag, ach, heute regnet es, wie schön, die Pflanzen kriegen Wasser oder so. Weißt du? So, Ja und nein. dann habe ich ja andere Gefühle dazu. Ja, aber das ist auch nicht bei allen Menschen so. Also es Okay. gibt ja Leute, die ähm, ähm, sagen vielleicht, sie vertrauen irgend XJ, was auch immer, und haben das als Glaubenssatz, aber emotional ist trotzdem kein Vertrauen da. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und das Ja. ist ja und dann denkst du zwar was, aber deine Gefühle passen nicht zu deinen Gedanken Mhm. dazu, das gibt's ja auch.
Ja. Und das meine ich so, dass Mhm. und das haben die meisten Menschen, dass die ähm, zwar Gefühle haben und Gedanken und die gar nicht immer zusammenpassen. Und wenn das so ist, dann ist ja das, was sich am schnellsten manifestiert, das Gefühl. Mhm. Aber dann, ich glaube, das stimmt total. Und für mich gibt es aber auch noch einen anderen Aspekt, denn neulich tauchte mal in einem Gespräch die Frage auf, was sind Gedanken eigentlich? Woher kommen die und was ist es? Und das Erste, was mir dazu in den Sinn kam, war, Gedanken sind der lenkbare Teil unserer Schöpferkraft. Also wo wir wirklich lenken können. Und wenn ich zum Beispiel vor einem Berg stehe und sage, oh, das schaffe ich nie, dann kann ich sagen, nee, 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 nee. Und ich schaffe das. Und das setzt völlig andere biochemische Reaktionen in meinem Körper frei, was mir Kraft gibt. Ich nehme mir die ganze Kraft raus, wenn ich sage, das schaffe ich nicht. Ja, aber dann, das meinte ich ja auch nicht. Okay? Also, natürlich kannst du verändern, was du denken willst. Um Mhm, das ging's ja gar nicht, mhm, sondern wenn, wenn jetzt jemand Angst vor etwas hat und er möchte diese Angst auflösen, dann ist es ja oft so, dass er sich einen neuen Glaubenssatz sucht, der dann positiv ausgerichtet ist. Also eben da überlegt er sich, was will er stattdessen denken, aber diese Angst ist dann vielleicht nicht sofort weg. Und dann geht es eine Zeit, bis dieser neue Gedanke dieses Gefühl umwandelt. Das mhm. meine ich damit, Ja, bis n- die beiden wieder ja, zusammenpassen. ja. Und ich denke, wir können ja es braucht Übung und es geht Mhm. immer nur über den inneren Beobachter. Also ich vergleiche die Gedanken manchmal wie so eine Horde Hunde. Ne? So, und da kommt ein Trigger und dann die drehen die Hunde durch. Ne? Kommt eine Mhm. Katze vorbei, die löst was aus und so, uah. Und dann muss ich gucken, dass ich diesen Hund irgendwie ein bisschen zur Ordnung rufe. Und so kommen mir die Mhm. Gedanken schon auch vor, dass ich sage, oh, nee, 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 weil das so Gewohnheiten sind. Mhm. Und dass ich mich beobachte, dass ich mir zuhöre beim Denken. Und das ist für mich der erste Schritt, um nachher mit Übung dahin zu gehen, was du eben beschrieben hast. Ja, genau, ja. Mhm.